In diesem Video sehen wir die 10 größten Clash Royale Bugs aller Zeiten. Unter anderem kosten Skelette 10 Elixier. Du kannst nur eine Karte im Deck spielen und du hast unendlich Belohnungen auf einmal, mit denen du deinen kompletten Account maxen kannst. Wie das funktioniert und welche Bugs ich davon schon kannte, all das jetzt. Daumen nach oben, Abo da lassen und natürlich nicht vergessen, Code BigSpin kostenfrei im Shop eintragen. Kuss geht raus an jeden Einzelnen, der das kostenfrei tut, und wir gehen rein. Das Originalvideo ist wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. Checkt das also gerne aus und lasst einen Daumen und ein Abo da, wenn es euch gefällt. Ich würde sagen, wir starten direkt rein und ich bin ultra gespannt, welcher Bug der verrückteste ist, den ich vielleicht sogar gar nicht kenne. Let's go. Get right into it. Okay, ich bin gespannt. Let's start things off with one of the craziest ones. Okay. There's no specific order in this video. Okay, schon mal wichtig, keine spezielle Order, also I'm keine just gonna go Reihenfolge. wild here. In September of 2018, players noticed that something was off about the Clan War leaderboards. Okay, Clans were September 2018, da war ich auch aktiv. Klar, da habe ich gezockt. Das war eine Season vor meinem besten Finish damals. Aber ehrlicherweise bin ich mir gar nicht so sicher, was da jetzt genau war. breaking insane records. Aber ja, es literally sieht krass aus wie eine Trophäe, definitiv. overnight. I'm talking over 90,000 trophies. krass, How? okay. Well, this was due to a glitch where if the clan war happened to end at the same time as the glitch was going on, it would repeat the results, including the trophies won and the rewards. LOL. If the clan lost trophies in that war, Was? Oh mein Gott, guckt euch das an. Ihr seht, wenn der kleine Trophäen verloren hat, der unendlich Minus bekommen oder aus WTF. it would keep deducting trophies until the clan had Oh zero. mein Gott, was? Stell dir vor, du bist ein Clan und du hast irgendwie so, was ist normal? 3000, 3500, vielleicht 5000 Trophäen in dem Clan-Trophäensystem und auf einmal hast du 0 wegen dem Bug. Das ist geil. Also andersrum war es schon nice mit paar 80.000, aber so rum, das ist ja ultra bitter. Imagine waking up one day and your clan is at 0 trophies. Ja. But Vor if allem, you weil da ja gerade Clankriege neu waren, war es ja noch krasser. Da haben ja alle Clans für Trophäen gegrindet Mitte 2018. Da kam ja Clan War erstmal raus und dann einfach sowas, das ist schon ein heftiger Bug, ja? you guessed it, it would just keep giving the clan the trophies won. That's how some clans got up so Okay, high. krass. It doesn't end there though. The clan rewards, as I mentioned, also kept repeating. Oh mein Gott, was? Du hast unendliche Belohnungen, was ist das denn? If you were online while the mein glitch Gott, was happening, halt's Maul. you could Was? simply keep redeeming the pouches. It was like an Was? infinite money glitch. Now the cause for this was likely due to the update Oh that mein had dropped. Gott, die haben einfach, stellt euch vor, ihr wart zu der Zeit online, hättet ihr 5 Millionen Gold gehabt, wahrscheinlich, wenn sich immer wieder wiederholt hätte, safe, dann hättet ihr einfach unendlich. A couple days before this happened, the tokens update. Now, if this sounds unfair, it does. The day after, Supercell reverted all of the changes, good, and everything was back to normal. People who abused the glitch could finally touch grass. I don't even know how. How to describe this next one. It happened when you, here, just look at it. Yeah, this was caused by cloning a goblin jewel out of a very specific time. And you know you did it correctly when this would happen. What even is that? Looks like the clone drill is possessed. It's moving all Was ist weird, das following the denn? troops like... What? Hey Now, the Junge, wie geil ist das denn bitte? cloned goblin drill was basically useless though. It Das habe didn't ich- actually lead to anyone having an advantage or a disadvantage. It was just one of those cool bugs. It did no damage and it seemed like it Also das died. habe ich noch nie gesehen, aber das hat war komplett gestört. Also WTF, ich gucke mir das gerade an. Er hat ja gerade gesagt, es kamen da keine Kobolde oder sowas raus. Ich meine, wenn, hätten die ja eh nur 1 AP gehabt, aber es war also praktisch komplett nutzlos. Aber was ist das denn? Der kommt auf einmal, stell dir vor, du spielst CR ganz normal, die neue Karte kommt raus, du denkst, okay, Gebäude, kann man nicht klonen. Auf einmal läuft da so ein Ding, so eine geklonte Sahnetorte gefühlt drüber. Was ist das denn? On one hit or probably Wie by das itself. aussieht, wie I geil. can't even tell. Still, I think it's Okay, both that's krass. hilarious and creepy at the same time. Digga, das sieht übel Alright, krank now aus. to this Executioner glitch from way back when. Around the time Okay. the Executioner was still a fairly new card. Okay, den könnte ich jetzt kennen. Jetzt bin ich gespannt. Die ersten beiden kann ich bisher tatsächlich nicht, obwohl ich ja eigentlich, würde ich jetzt mal von mir sagen, sehr viel in Clash Royale kenne. Bin jetzt gespannt, was hier kommt. There was this bug that made the Executioner's weapon act
act up. He was acting a little funny. Sometimes, when throwing his axe, it would, well, not come back. LOL, oh, ich glaube, den kenn ich doch. Okay, ich glaube, den kenn ich doch, aber der ist natürlich ultra geil. Freeze up in a spot. Guckt euch das an. Die Axt ist da einfach in der Luft, wie geil. Also natürlich nicht geil für den Kollegen, der den Exo spielt, weil die Mini-Horde stirbt jetzt nicht. Aber ultra geil anzusehen, wie die Axt einfach random in der Mitte ist. And then just yeet itself out of the map. Was? Sometimes it's even Oh mein Gott, stimmt. Ich kann mich erinnern. Und er hatte die Axt geworfen, dann stand er noch da, weil er die ganze Zeit auf seine Axt gewartet hat. Wie geil. Wie geil ist das? King towers to be activated. Oh mein like Gott. half across the map. Gott. It seemed like the only time this would happen. Wisst ihr, was mich das so ein bisschen erinnert? An diese Äxte bei Alt F4. Wenn ihr Alt F4 kennt, dieses Game, dieses Rage-Game, diese Äxte, die so, diese Sägeblätter, die durchgehen, so ähnlich, das hat mir so ein bisschen gerade den Vibe davor gegeben, muss ich ja ehrlich sagen. The executioner had to turn around and throw his axe. If you Digga, notice in every one of these clips, he's throwing the axe over Guckt your euch das hand. an, der steht einfach auf der Stelle und wartet so, der wartet literally so auf sein Beil, Junge, wie geil ist das? Also, finde ich nice, finde ich nice, Bug, ja. Ist geil. Where it should return. Ja. Now, this wasn't that game-breaking, like it probably caused a couple people. Also ist schon dumm, ne? Also muss man sagen, es könnte schon in dem einen oder anderen entscheidenden Game für Verwirrung gesorgt haben. Safe. Match here and there, but it wasn't that big of a deal. Still, though, it was very strange. Ja, Digga, wie das Alright, aussieht. so can you hit a king tower with a log? Oh mein Gott, da gab's einen Bug. Wie war das? Da gab's einen Bug. Ich dachte, da gab's einen Bug mit dem Bomb Tower. Ich glaube, irgendwas war da mit dem Bomb Tower. Irgend so ein Bug gab's da. Der war neulich you are erst. thinking, no, unless we're talking about Ja. the bomb tower and log glitch. Ja, I remember ja. trying this in a Mythbusters episode, and I'm not sure if it's been fixed or not, but Also ich habe vor einigen Monaten erst das auf Twitter gesehen. Ich habe gesehen, dass es diesen Bug noch gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob es den immer noch so gibt oder ob da irgendwas geändert wurde. Aber ich habe das schon mal gesehen. Ja, den kenne ich. Der ist geil. Der ist extrem geil. So basically what happened was if the enemy had a bomb tower right in front of the king tower, you could log the bomb tower and somehow that log would hit the king also tower. guckt euch das an, das ist doch komplett gestört. Was ist das? In the process. Das funktioniert überhaupt gar nicht. In keinem Universum. It must have been something like this. Anyways, my theory is that the bomb Stell tower dir was vor, du spielst irgendwie nur Devil Stack und dann geht das Spiel den Bomb Tower dahin und aus irgendeinem Grund lockst du ihn mit und auf einmal ist der gegnerische King Tower an und du hast einfach das Game verloren. Wie random ist das? acting as a connection for the log. Even though it didn't hit the king tower, if it hit the bomb tower, it also Das hits ist ja the king komplett tower. weirder It's like Bug a auch package einfach. deal. This Macht one gar keinen was Sinn. definitely a weird one. Ja, also der würde auch gar keinen Sinn machen, wenn man sich das Spiel jetzt mal so vorstellt, warum es den Bug geben würde. Ich habe keine Idee. Ich habe keine Ahnung, warum dieser Bug existiert. So rein aus Programmiersicht. Ich meine, ich bin kein Programmierer, aber bei anderen Sachen kannst du sagen, okay, bei der Axt vom Henker vielleicht, das entsteht dadurch, wenn der Henker sich umdreht und so weiter, dass die Axt nicht weiß, wo sie hinkommt. Hier gibt es einfach gar keinen Grund dafür. And we have a glitch that caused balloons to go faster than they did with a rage, which sounds insane, and it is. So in 2020, the Royal Ghost and the Battle Healer were getting a new mechanic called hovering. I don't know if it ever came out in the live game or if it was just in the developer build, but if there was a Royal Ghost behind a balloon, LOL, was? Als ob? Okay, also ich bin mir sehr sicher, dass es das nie gab. Ich glaube, das gab es noch nie. Ich meine, das hätte ja irgendwer ausprobiert und safe hätte es dann irgendwie so eine Meta gegeben und Supercell hätte es dann wahrscheinlich auch rausgebildet. Ich glaube, das war jetzt nur in den Early Stages, wo Accounts gespielt wurden, zum Beispiel die Update-Accounts, wo ich ja öfter auch drauf spiele. Das sind ja jetzt nicht die richtigen Accounts, sage ich mal, sondern da gibt es ja ein paar spezielle Dinge dran. Dementsprechend glaube ich, dass es sozusagen eine Vorversion war, die man eben auf YouTube zeigen konnte. Making it connect to the tower way faster. Das ist ja komplett krank. Ich glaube, das gibt's nicht. Ich meine, das gibt's bei Babydecken, gibt es ja, aber da macht es ja auch Sinn. Oder bei Skelettfass, weil da hast du eine Lufteinheit, aber beim Gold Rose oder bei der Heilerin macht es ja gar keinen Sinn. Also work for Digga, nee. Also daran könnte ich mich erinnern. Ich glaube, das gab es so nicht. Ich bin mir ziemlich sicher. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr euch an sowas erinnern könnt. Ich glaube, das gab es so in der Form nicht im richtigen Game. Weil das ist ja komplett dumm. Der hat mich so aufgeregt. Sorry, I didn't mean to roast the game that hard. Anyways, like I said, I don't know if this ever made it to the live game. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich bin sehr sicher. The balloon already goes fast enough. We don't need any of that. Ist richtig, ja. Ist eh eine By far, Karte. one of the most game-breaking glitches in Clash Royale history is this next one. A glitch that allowed you to bring one card. Oh mein Gott, stimmt. Du konntest damals eine Karte spielen, Clash Royale. Ich entsinne mich, das war so krank, stimmt. Ich glaube, Jonas hat dazu auch ein super erfolgreiches Video irgendwie gemacht mit über 1 Million Aufrufe. Das ist definitiv einer der krassesten Glitches, aber ich glaube, du konntest es auch nicht
im normalen Spiel machen, sondern irgendwie nur im Party-Modus oder so. Because you could bring one card, your deck would cycle that one single card. Digga, das ist so geil, you das can ist so already geil. imagine the crazy things people try to do. Safe. Only witches, miners, tombstones, Alter. tornado. Like what? They don't even. Never mind. Obviously, this was terrible for the game. Das ist Pretty geil. funny, but if you've ever been bullied Junge, die by müssten OG, mal einen Modus rausbringen, der genau das macht. Das wäre ultra geil. Einfach einen Ein-Karten-Modus würde ich so fühlen. Oder so einen Half-Deck. Das wäre so eine geile Idee für Supercell, weil sie da einfach die ganze Zeit, ja, also ich würde die Challenge safe zocken. Ich hätte da übel Bock drauf. Wenn es so eine Ein-Karten-Challenge gäbe, wäre ich ultra hyped. they're using 50 miners. More miners! Geil, das ist so geil, Junge. Let's go. You'd understand. Now, Das I don't ist exactly geil. understand Ich habe es how leider nicht geschafft. Ich habe es irgendwie nicht gemacht oder übersehen oder so, aber es ist sehr, sehr geil. this was accomplished, but I found this video on Twitter by another content creator showing how it's done. This glitch allowed a lot of other weird things to kind of break. For example, Also ich dachte, man könnte es nur im Party-Modus spielen, aber der hat es ja gerade in der Challenge probiert und das kenne ich wiederum nicht. if you bought a mirror, since the clone increases the cost of the card it's gonna deploy, it kept increasing the cost of that LOL, one man card. kann es So einfach Spiegel nicht mehr spielen lernen. Elixir. Das geht für 9, wie geil. you could make skeletons cost 10 elixir. It was Digga, crazy. WTF, It's very das ist unclear geil. when this was fixed, as I found videos about it in very different dates. Either Supercell is having a hard time patching Das it ist übel geil. Das wusste ich gar nicht, dass man das wirklich spielt, aber ist ja ultra smart. for good, or people are really good at finding glitches. Yeah. Maybe both. Krass. It wouldn't be a list of the craziest glitches ever unless we included one of the most OP glitches Jetzt bin ich ever. gespannt. I'm speaking of the Ice Oh Golem mein X. Gott. Oh mein Gott. Der Eisgolem konnte damals vor einen X-Bogen gesetzt werden und die Rakete hat einfach entweder nur den Eisgolem getroffen oder zumindest aber auf jeden Fall nicht den X-Bogen. Ich weiß es doch wie heute. Es war grauenvoll. Glitch. So basically, war if your enemy had grauenvoll. an X-Bow and then they deployed an Ice Golem guckt right euch das behind an. Es it, ist so and schmerzend. you just so Junge. happen to rocket that combination, well, you were in for a fun surprise. The Ice Golem would die, but the X Wisst ihr, was das Geile ist? Das gibt mir übelste Mönch-Vibes. Supercell hat einfach damals durch den Eisgolem-Bug gefühlt schon das erste Konzept für einen Mönch vorgestellt, weil der die Rakete auch einfach schluckt. Ich meine, er reflektiert sie zwar, aber der Eisgolem, ey, ist irgendwie ein Mönch auf Misch bestellt. Finde ich geil. Also, wenn ich mir den Bug angucke, muss ich lachen, aber damals war es grässlich, Expo grausam, somehow ganz survived. scheußlich. Wow. Later on, Aber das people found ist- out that this had nothing to do with the Expo, Das and ist it so was the dumm. Ice Golem all along, shielding anything the rocket hit. Das ist and wirklich that's komplett when dumm. things Das went ist south. komplett If you dumm, thought ja. your enemy would rocket your troops, you simply had to keep an Ice Golem handy Junge, and drop so it geil. right before the rocket hit. Guckt When euch it das an, spawned das its ist frost halt so ein effect geiler Bug. after it was taken out, Oh. anything in that frost Immer wird der radius Tor getroffen, became okay? Muss man ja invisible sagen. to all spells. It was pretty terrible. Ja. Because the Ja. second people found out you could do this easily, Da hat jeder Eisgolem used. Klar, ich glaube, das war so eine Season, oder ich weiß nicht, ich glaube, Supercell hat ein bisschen länger gebraucht, das zu fixen. Und ich glaube, dann wurde extrem häufig, wer hätte es gedacht, der Eisgolem abused. Ich meine, dieser Bug ist ultra krass. Ich weiß nicht, Rakete war damals da auch noch stärker, hat ja noch mehr Turmschaden gemacht. Kann man sich eigentlich auch nicht ausdenken, aber das ist halt heftig. everyone started doing it. Yeah. Well, at least the people who knew. Luckily, it was fixed and it was all forgotten about. But I did not Gut so. forget the trauma of that Nee, person that I schlimme beat Zeiten. using this glitch. No, I'm Ganz kidding. I didn't schlimme use the Zeiten. glitch. Moving on. The trash can on wheels. I always Ja. found it annoying because unless you had a hard counter or at least something to reset it, your tire was Oh, gone. was gab's Forget da für ein about Bug? it. Was gab's And da für ein Bug? Was gab's da? Ich will wegen irgendwas konnte ganz dumm den Sparky resetten. Ich weiß aber nicht mehr genau, was es The war. recharge isn't even that long. Well, Oder? how about a glitch that removed that recharge altogether? Hell no. It sounds like a nightmare, and it is. Or was. Was? This used to happen sometime in June Okay, of das kenn ich nicht. 2017, I believe. The Sparky would literally just forget the fact that it had to recharge and shoot 2 consecutive What? shots. Oh mein Gott, Sparky, was ist das denn? Okay, das ist krank. Den Bug kenne ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Habe ich noch nie gesehen, aber das ist ja komplett gestört. Was ist das denn? Sometimes even 3, but I don't have gameplay of that, so here's a Junge, picture of how what? that felt like. Luckily, this was not the next Sparky buff. It was just a glitch, and it was eventually fixed. Alter, But wie even krank. before this glitch, there was Junge. another one where the Sparky did the exact same thing when she was under rage. Digga, And another was? time when the Sparky would shoot half across the map. Was? Was ist das für ein Bug? Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Was ist das denn? I can't make this stuff up, man. I'm so Junge. glad there's gameplay, even if it was filmed on a potato. Anyways, Guckt euch nowadays, das an, wie these geil. bugs and glitches have been ironed out. Ja. The Sparky is a pretty Die stable sind zum Glück alle behoben, weil der Sparky wäre da wirklich keine angenehme Karte. card, but I still hate it.
Alright, this next glitch is just a visual glitch, but I wanted to mention it anyways because I thought it was pretty hilarious. If you had a card in multiple decks and switch between those decks very, very fast, the card would begin to... Das kenne ich, das ist sehr cool. Ich weiß nicht, ob es immer noch funktioniert, aber das war damals eine coole Sache, ja. Aber halt nicht, er hat schon gesagt, nur visuell. Expand until it was a ginormous card, taking up like half the screen. Das ist sehr geil, ja. The humor must be pretty broken because I laugh at anything. But anyways, it was worth a mention. Let's move on. Alright, this next one involves using the Royal Recruits in Touchdown, and it was kind of game-breaking, at least for Touchdown. Basically, you would place buildings down, like a lot of them, and then once you tried to place the Royal Recruits literally anywhere in the arena, the Royal Recruits would glitch right into the Touchdown line, wie krank ist das denn? Das ist der übel broken. You a free point. Aber gut, ich sag euch ehrlich, Touchdown juckt eh keinen. Also mich zumindest nicht, ich find's nicht geil. Von daher können da auch ruhig Bugs sein. Also das ist so das, was mich am wenigsten jucken würde. The part about it, this was pretty easy to do. Depending on what cards your enemy had, it was quite easy to put down this amount of buildings and the Royal Recruits before the enemy could even score. Now, this also worked in regular games, but it wasn't much of an issue there because getting this amount of buildings... Ja, also es geht auch in regulären Games, das stimmt. Da ging es ja auch mit dem Inferno-Turm, hatten wir auch schon mal gesehen. Aber wir wissen alle, dass die Gebäude so lange, also es wird keiner schaffen, Gebäude so aufzustecken gegen den Gegner, der normal spielt. Und wenn er AFK ist, dann hast du so oder so gewonnen. Dann brauchst du keine Rekruten, also hinten. Von daher war es eh egal, ja. Unless you were in a friendly match. But yeah, it kind of broke Touchdown for a little bit there. Ja, krass. If you thought that was crazy though, check out this next touchdown glitch using the Goblin Giant. It's very similar to the one I just showed you, but this was way easier and you literally didn't have to do anything. You would play your Goblin Giant like any other match, but there was a common glitch going around at the time that made the Goblin Giant extremely OP. If the Goblin Giant reached the touchdown line, you know how troops die when the round is over, they kind of explode into elixir? Well, that didn't happen with the Goblin Giant's goblins. So when the next round started, the goblins that didn't die would... Was? Wie krank ist das denn, Junge? Stellt euch vor, ich spiele gegen Goblin Giant und das passiert, habt ihr automatisch verloren. Go straight to the touchdown line and win the match again. Da siehst du einfach, wie verbuggt der Modus war. By using the Goblin Giant, you basically got yourself a guaranteed 2 wins if the Goblin Giant reached the touchdown line. That's no surprise though, because Touchdown has had some of the weirdest glitches in the game's history. So guys, I'm gonna leave things here. Alter, geil. Super geiles Video. Hat mir extrem Spaß gemacht. Ich persönlich muss sagen, ich kannte einige Bugs. Viele aber auch gar nicht. Also zum Beispiel den Goblin Giant Bug oder so. Oder auch diesen Clan War Bug kannte ich gar nicht. Schreibt ihr denn in die Kommentare. Welche Bugs habt ihr schon vorher mal gesehen? Oder welche kanntet ihr? Danke ansonsten fürs dabei sein. War mir ein sehr, sehr geiles Video. Daumen nach oben, dass es euch gefallen hat. Hau rein. Bis dann.